damit. Und solches werden sie euch darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Aber solches habe ich zu euch geredet, damit, wenn die Zeit kommt, ihr daran gedenkt, dass ich es euch gesagt habe. Solches aber habe ich euch von Anfang an nicht gesagt, denn ich war bei euch. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Niemand unter euch fragt mich, wo gehst du hin? Sondern, weil ich solches zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, so wird er euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hört, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Derselbe wird mich verherrlichen, denn von dem meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem meinen nehmen und euch verkündigen. Über ein kleines, so werdet ihr mich nicht sehen. Und wiederum über ein kleines, so werdet ihr mich sehen. Denn ich gehe zum Vater. Da sprachen etliche seine Jünger untereinander. Was ist das, was er zu uns sagt? Über ein kleines, so werdet ihr mich nicht sehen. Und wiederum über ein kleines, so werdet ihr mich sehen. Und denn ich gehe zum Vater. Da sprachen sie, was ist das, was er sagt über ein kleines? Wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, darüber befragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, über ein kleines, so werdet ihr mich nicht sehen. Und wiederum, über ein kleines, so werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird in Freude verwandelt werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Traurigkeit, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt geboren ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude wird niemand von euch nehmen. Und an dem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Solches habe ich zu euch in Gleichnissen geredet. Es kommt aber die Stunde, dass ich nicht mehr in Gleichnissen mit euch reden, sondern euch frei heraus verkündigen werde von meinem Vater. An den Tagen werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Sprachen zu ihm seine Jünger, siehe, nun redest du frei heraus und gebrauchst kein Gleichnis. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst nicht, dass dich jemand frage. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeglicher in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Solches habe ich zu euch geredet,
dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Beten wir zusammen. Vater, wir danken dir heute für die Worte deines Sohnes, des Herrn Jesu Christi. Und oh Vater, wie herrlich sie sind. Vater, als wir dich jetzt betrachten, wir bitten dich, dass du unsere Augen eröffnest, dass wir sehen die Wunder an deinem Gesetz. Und oh Herr, es wird wirklich in unser Herzen wirken, starke Wurzeln schlagen, zum Baum des ewigen Lebens, oh Vater, werden. So als ich mich selbst verleugne, so selbst sterbe, erfülle mich mit deinem Geist, damit ich recht predigen kann. Du siehst auch jetzt, wo dein Wort gepredigt wird, oh Herr, im Geist und in der Wahrheit, dass du wirst dort wirken, Menschen überführen, oh Herr, wie wir gelesen haben, von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht in ihren Herzen wirken. Rede jetzt, Vater, und wir werden dir danken, in Jesu Namen. Amen. Dann kann man auch ruhig sitzen. Weißt du, wenn wir das wirklich anschauen, der Herr Jesus war wirklich beschäftigt in seiner letzten, schwersten Stunde. Das Abendmahl feiert er mit seinen Jüngern. Und er weiß, er muss bald sterben. Muss die Sünde der Welt schmecken. Und er wird überliefert an den Hohen Rat. Und in dieser Zeit zwischen Abendmahl und Überlieferung, also ich bin nicht sicher, ob es richtig zwischen Tür und Angel war oder es gleich, weil er sagte mal, lass uns aufstehen und gehen. Und ob er das während des Gehens sprach oder er dann, weißt du, manchmal, ja, wir gehen mal gleich, dann reden wir noch eine Stunde. Ja, wie das war. Aber in dieser Zeit redet er Johannes 14 bis 17. Und das ist in keinem anderen Evangelium gegeben. Nur in Johannes. Und die sind wirklich 4 von den wunderschönsten Kapiteln der Bibel. Also Michael hat so herrlich letzte Woche gepredigt und bin auch froh, ich habe nicht gesagt, okay, die 4 Kapitel und die, was? Die predige ich. Ja, und ihr kriegt mal was. Ja. Römer 16, Grüße an alle Leute. Ja, na, und so. Aber der Herr Jesus redete zu ihnen, damit sie seine Jünger in allen Zeitaltern dann in ihm Frieden haben. Und das wollen wir anschauen. Dieses Vers, dieser Ausdruck, dass ihr in mir Frieden habt. In Christus. Und ein Frieden erstens in der Welt. Manche Menschen suchen Frieden. Ja? Also ich fand es immer so interessant, wahrscheinlich ist es, was es so heißt, aber in Englisch gibt es so viele verschiedene Worte. Ja? Aber als ich in der DDR kam, wir kämpfen für den Frieden. Ja, ist das nicht so gegenseitig kämpfen und Frieden? Weißt du, da gab es so überall, ja, diese interessanten Plakaten. Und Menschen suchen Frieden. Und Christen, die versuchen, sich anzupassen in dieser Welt. Nun, was steht da in Vers 33? Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Und in der Welt gibt es Angst. Es gibt Katastrophen. Es gibt Probleme, mein Telefon ist dort vorne. Aber ich habe noch so ein Wetter-App. Wetter interessant. Ich gucke das kaum. Aber kannst du mal unten gucken? Da gibt es einen Hurrikan. Und der Hurrikan ist 10.700 Kilometer von hier. Ja? Erstens kriege ich mal heraus ungefähr, wie weit meine Schwester wohnt von hier. Ja? Und wenn die in den Golf sind,
so Richtung Texas kommt, werde ich genau wissen, wie viel Kilometer Johannes ist von hier. Ja? Aber da haben wir Angst. Es gibt so viele Katastrophen. Es gibt so viele Probleme. Ja? Reichen uns die Rente? Was wird mit der Rente sein? Ja, gute Frage, ja. Also ich weiß nur, mit der ganzen Katastrophe, Richard Nixon, er war nicht gerade Präsident, den wir hatten. Ja, genau, ne? Aber er sagte, nicht reichen für 25 Jahren. Ja, wir haben noch Benzin. Ja, weißt du, Kinder sind ausgezogen, manche, was wird geschehen, wenn die Kinder aussehen? In der Welt hat er mal so einen Russen bei uns gesagt, ja, ich habe 5 Kinder. Also ja, aber zurzeit sind die alle ausgezogen. Und sagt man, Party! Ja, wir haben richtig feiern, ja. Der Bude! Es geht uns richtig gut. Ja, waren gestern fast viele da, die hier in der Umgebung sind, haben wir auch. Ja, weiß ich ob die, aber ich habe für die Bratwürste gegrillt, ich soll mal nicht was anderes sagen. Es gibt allerlei Probleme, es gibt allerlei Sachen in dieser Welt, wo man Angst hat, was wird geschehen. Und manche sind gerechtfertigt, manche auch nicht. Ich meine, ehrlich gesagt, wirklich, es gibt so, ich habe meine Schwester, ich habe mal dies und jenes. Weißt du, es ist manchmal ganz interessant. Sie wollte sich für eine ganze Probleme im Treppen lösen. Zieht nach Charlotte, North Carolina. Und da gab es was, übelste Gewalt. Ja, wegen Polizeigewalt. Und das Beste ist, du denkst Polizeigewalt gegen Schwarzen. Ja, dass das Weißen gegen Schwarzen sind. Das ist die letzten Mal nicht. Das sind schwarze Polizisten. Das sind weiße Frauen oder schwarze Frauen, die das gemacht haben. Ja, und also, aber man sieht hin, meine Cousine, sie sieht von New York nach South Carolina. Und wo sieht sie rein? Gleich in den Hurrikan. Weißt du, was geschieht? Hey, in der Welt habt ihr Angst. Das hat man. Ja? Und weißt du, Vers 2 und 3. Nun, wir müssen mal sehen, das ist vor der Kreuzigung. Das ist was vor der Auferstehung. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt aber die Zeit, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, er tut Gott einen Dienst damit. Und solches werden sie euch darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Weißt du, die Welt wird uns ausschließen. Religion wird den Christen ausschließen. Ihr dürft nicht mehr hier gehören. Wir wollen euch nicht. Ja? Hey, es gibt keinen Frieden in der Welt. Und dann Vers Nummer 20 ist wirklich interessant. Nun, kann mich noch entsinnen mit unseren alten Nachbarn. Das ist manchmal ein bisschen Blödsinn. Wir hatten mehr Kontakt mit denen über Facebook, als wo wir dort gewohnt haben. Ja? Kann mich entsinnen manchmal mit Thomas und Angelika. Wir haben miteinander gesprochen. Was? An der Straße 1 oder 2 Stunden. Ich sage, ja, muss man endlich. Ja, haben wir auch andere zufällig getroffen haben, Nachbarn. Es war immer ein bisschen so in dem Sinne komisch. Und wo man sich freute über den Tod von Osama bin Laden, wie unchristlich das war. Aber Osama bin Laden hat was getan. Hat es sogar zugegeben. Ja? Also das war, ehrlich gesagt, das ist nicht hier gerade das Christlichste. Aber wenn du freust dich über jemanden, einen Mörder, der umgebracht wird, weil so deine Vater hat, das ist, naja, aber es ist nicht so. Und hier ist, guck mal, was die Welt macht. Vers 20.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird in Freude verwandelt werden. Der Herr Jesus wird was? Bald gekreuzigt. Und er ist umhergegangen und hat Gutes getan. Ja? Jemand wollte mir die Healing Rooms. Du musst in diese Healing Rooms gehen. Der Herr Jesus ging umher und heilte. Wenn ich mal die Leute heilen konnte, werde ich mal gleich zum Krankenhaus gehen. Und? Die Krankenkasse wird richtige Überschüsse haben, oder? Ja, weil denkst du niemals im Leben konnte, dass die werden mal sagen, oh, ja, jetzt brauchen wir keine Krankenkasse mehr in Deutschland. Nein, der Herr Jesus ist umhergegangen und hat die Leute geholfen. Gibt es nicht einmal, wo die Eltern kamen zu dem Herrn Jesus Christus und sagten, nee. Hat bloß die Ausländerin gesagt, nicht das Brot zu den Hunden. Also, die Ausländerin, was sagte sie? Brosamen. Und ein Brosamen von dem Herrn Jesus genug. Und hat sie auch bekommen. Und sie freuen sich, dass Jesus Christus gekreuzigt wird. Und die Jungen, die sind traurig. Weißt du, es gibt keinen Frieden in der Welt. Weißt du, ich wusste wirklich nicht, was das war. Ich musste mal zweimal gucken. Manchmal du guckst mal irgend so ein Video oder sowas in Facebook, dann kommt was anderes. Und es kam was ganz Blödes von der Big Bang Theory. Der eine dort drinnen, da war ein Junge, der durfte dies und jenes nicht haben. Seine Mutter ist irgendwie so aus den Südstaaten und einer ist gläubig. Und dann plötzlich sagte man, hier, das auch nicht. Das ist nur Mord, Totschlag und Ehebruch. Das muss man auch wegschmeißen. Und schreit seine Mutter an. Und kannst du dir mal vorstellen, Frau Weiner, als Südstaatlerin, gläubige Mutter, was deine Mutter getan hätte? Ja? Ja, sie glaubte auch diese alttestamentliche Sache mit der Züchtigung. Ja? Ja, und weißt du, das sind wieder Affen, die sind cool, ne? Hast du mal einmal deinen Vater angeschrien? Oh ja, was ist geschehen? Weiß ich nicht, ich bin 16, als ich aufgewacht worden bin. Ja? Weißt du, hey, deswegen weißt du, dass ich hier bin, dass ich meinen Vater nicht angeschrien habe. Das geht nicht. Aber das bringen die im Fernsehen bei, die Jungs, die Kinder, damit sie das machen. Damit sie das probieren. Nun, weißt du, was ganz interessant ist? Man liest die Bibel nicht. Man macht es, ob es ein Buch ist mit Mord und Totschlag. Wo wird Mord und Totschlag je in der Bibel verherrlicht? Du musst die Kleinigkeiten auch lesen. Wir haben nur von der erschlichenen Segen von Jakob gehört, oder? Und als seine Jungs ihn überlisten und böse sind und es gibt Probleme mit seinen Söhnen, das alles geht über mich. Warum denn? Wer weiß nicht warum. Hat er einen erschlichenen Segen gepriesen in der Bibel? Oh, David, der hat Ehebruch begangen. Sind von ihm gestorben. Ist das was Schönes? Die Bibel gibt uns das. Und der eine, wir haben, weißt du, die Sache ist, hat einfach gelogen. Er hat gesagt, der Koran ist schöner als die Bibel. Und er hat alle beide gelesen. Das glaube ich kein Wort. Menschen, die lesen den Koran nicht, du kannst es nicht lesen, es hat keinen Zusammenhang. Ich habe noch ein paar Mal probiert reinzublättern und es ist finster. Ja?
Und Johannes hier und sein Vater ist ein Christ dort geworden und das Schönste war, er lügt nicht mehr. Steht nicht im Koran, du sollst nicht lügen. Aber du darfst die Leute betrügen, damit deine Religion was am Ende einen Vorteil hat. Ich denke, da gab es eine andere Religion, die das mit Jan Hus getan hat. Religion ist Religion, egal was für eine Sorte. Christentum ist was anderes. Du sollst nicht lügen. Weißt du was, die Teile in der Bibel, die ich nicht wollte, mögen, wenn ich solche Leute wären? Du wirst Rechenschaft ablegen für jeden unnützen Wort, was du sprichst. Du musst vor Gott stehen für alle diesen Blödsinn, was du sagst. Hey, der Speicher Gottes ist voll. Gibt nie ein Speicherproblem. Ja? Deswegen geht der Herr Jesus am Kreuze, damit es durch das Blut gelöscht wird. Weißt du, Johannes 17, 14 bis 16, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich auch nicht von der Welt bin. Weißt du, da ist es gibt keinen Frieden in der Welt. Wir sind in der Welt. Weißt du, muss man ja sagen, gehen arbeiten. Ja. Katastrophen kommen, die kommen auch so. Und? Also ich denke, das ist der Teil, was ich da denn vergessen habe. Weißt du, was Interessantes? Ja, Kinder ziehen aus. Und plötzlich die Stromrechnung, kriege ich Geld zurück. Ja. Die andere hier, was hier die ganzen Nebenkosten, kriegt Geld zurück. Aber ich habe gesehen, dass der Heizölpreis ist fast 70-80% mehr als letztes Jahr. Ja? Wir sind in der Welt. Ja? Wenn man wohnt an der Küste, in North Carolina oder wie Johannes in Laporte, weißt du, was kommt? Hurrikan. Ja? Und hey, wir sind 34 Jahre verheiratet. Kennengelernt in einem Hurrikan. Es gibt viele solche Sachen. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und weißt du, der Herr wird die Welt jetzt verlassen, der Herr Jesus, und das bringt Traurigkeit. Schau mal Vers 4 und 5. Und weißt du, das ist auch ein Grund, warum du weißt, dass Verzeihung, Menschen haben die Bibel geschrieben, niedergeschrieben, aber es kam nicht von Menschen. Oder sonst, die hatten solche Sachen, die wären nicht drin. Aber solches habe ich zu euch geredet, damit, wenn die Zeit kommt, ihr daran gedenkt, dass ich euch gesagt habe. Solches aber habe ich euch von Anfang an nicht gesagt und ich war bei euch. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Niemand unter euch fragt mich, wo gehst du hin? Weißt du, wenn der Herr was redete und Mensch sagte, oh ja, das haben wir alles verstanden und wir waren so bereit und wir standen alle da Sonntag früh und trafen den Herrn bei seiner Auferstehung. Wir glaubten allen. Nein. Der Herr Jesus redet mit denen, ob es zwischen Tür und Angel war oder immer noch sitzend beim Abendmahl, egal wie es war, und die hören nicht. Die fragen niemanden, hey, worüber geht das? Wo gehst du hin, wenn du uns verlässt? Und Vers 17 und 18, da sprachen etliche seiner Jünger zu ihm untereinander, was ist das? Die reden miteinander, nicht mit ihm. Was er zu uns sagt über ein Kleines, so werdet ihr mich nicht sehen. Und wiederum über ein Kleines, so werdet ihr mich sehen. Und denn ich gehe zum Vater. Da sprachen sie, was ist das, was er sagt über ein Kleines? Wir wissen nicht, was er redet. Nun,
Er geht zum Vater und niemand versteht es. Ich meine, der Vater ist wo? Im Himmel. Ja? Irgendwie geht er in den Himmel, aber das verstehen die auch nicht. Die verstehen das überhaupt nicht, was geschieht. Und weißt du, der Tod bringt doch Traurigkeit. Der Mensch ist nicht mehr da. Ja? Kannst den nicht mehr besuchen. Kannst ihn nicht texten. Meine Frau hat mit ihrer Schwester getextet die letzte Zeit, bevor sie starb. Und das macht, dann hast du immer solche Kleinigkeiten, ja, und diese haben jenes getan. Ja, hast mal Marmelade und sie ist nicht mehr da zu texten. Du bekommst nicht von denen, kriegst keinen Text von denen. Ja, kommst keinen Anruf. Weißt du, das ist eine Tatsache in der Welt, dass der Tod bringt auch Traurigkeit. Und wenn du liebst jemanden, natürlich. Ja, das ist natürlich. Und hast du jemanden und dann kann man vorstellen, dass es manchmal, wenn ein Mensch mit einem unversöhnt ist, ist es noch schlimmer. Deswegen soll man im Leben versöhnt sein. Du kannst alles deine geben. Und weißt du, der Tod, es wird eine Verwandlung, was geschieht. Schau mal, Johannes 16, 21 und 22. Eine Frau, wenn sie gebärt, so hat sie Traurigkeit. Denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an der Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt geboren ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit. Aber ich werde euch wiedersehen. Und euer Herz wird sich freuen. Und eure Freude wird niemand von euch nehmen. Nun, diesen Vers habe ich am 27. März 1988 live erlebt. Ja, mit den anderen 4 Kindern kann ich das nicht so richtig entsinnen. Aber bei der da kommen Samense Wehen bei der Geburt und sie sagte mir später, ich habe auf die Maschine geguckt, ja, das war nicht so schlimm. Das war schlimm. Sie sagte, ja, die waren alle schlimm. Ja, ja. Ja, aber kommt das Kind, wenn es geht rückwärts, dann kommt er nicht. Das war nicht so schlimm. Ja, weil ich habe es nur auf der Maschine geguckt. Dann kam Samuel und fing an zu heulen. Ja, schreien, ja. Auch bevor er den auf den Hintern bekommen hat. Ja, da kam Schreien aus der Mutter. Wurde gewaschen und zu der Mutter. Aber während, es ist okay, mein Sohn, es ist okay, mein Kind. Alles ist gut. Ist das nicht, was der Vers uns sagt? Ich habe das live erlebt, dass das geschah. Das war alles an den Sohn und nicht so, wehe mir. Ja? Und es steht, dass unsere Traurigkeit wird in Freude verwandelt. Und darin, das war's, wenn wir den Herrn wiedersehen. Ja, er wird auferwecken. Hey, das ist auch wie du weißt, dass die Bibel ist nicht von Menschen geschrieben. Wir waren da, wir haben geglaubt. Hey, die haben keine geglaubt. Es gab Wunder, aber nee, da hast du ihn nicht gesehen. Na? Und es ist eine Verwandlung und diese Freude von der Auferstehung des Herrn Jesus Christus, das kann niemand von uns nehmen. Das geht nicht. Alles andere kann von uns weggenommen werden. Aber dass der Herr Jesus, man ihn wieder sieht, wird niemand von uns nehmen. Weißt du? Und die Freude kommt von etwas, das man nicht versteht. Schau mal Vers Nummer 22. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen. Und euer Herz wird sich freuen. Und eure Freude wird niemand von euch nehmen. Nun, die haben es gar nicht verstanden.
Überhaupt nicht. Schauen wir Vers Nummer 7. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Das haben wir auch nicht verstanden. Tröster? Das ist auch eine Sache, dass man nicht versteht. Als Samuel verbrannt worden ist, sagte mir jemand, ich fragte ihn in der Gemeinde, wie geht's? Er kam von aus Dresden und nach Berlesdorf. Und mir geht's gut, aber du nicht. Nein, mir geht's gut. Samuel geht's schlecht. Aber der Tröster, der Heilige Geist hat mich getröstet, es wird alles in Ordnung sein. Das kann man nicht verstehen. Das ist etwas, das Gott selber macht. Und was der Tröster macht. Und dass was? Er geht weg, damit wir das haben können. Weil Jack Wood hat immer gesagt über den Heiligen Geist, der Tröster, das müsste weder der Welt noch Baptisten, religiöse Menschen nicht. Weil du kannst es nicht erklären. Erklären, was er macht. Und es kommt von etwas. Und der Herr gibt uns einen Tröster, damit wir Frieden in ihm haben. Weißt du, der Tröster bringt uns den Glauben. Schauen wir Vers 8 bis 11. Und wenn er gekommen ist, das ist der Tröster, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Also erstens, der Tröster zeigt uns, was Sünde ist. Was das ist. Das ist das Problem. Vers 9. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das ist das Problem mit der Menschheit. Die glauben nicht an wen? Den Herrn Jesus Christus. Nun, ich glaubte, dass Jesus war. Ich glaubte, dass er, wie man sagt, Karfreitag gestorben ist. Am Ostermontag auferstanden. Das glaubte ich. Aber warum das alles geschah und dass überhaupt Platz in mein Leben hat, kümmerte ich mich nicht. Ja? Ich kann mich erinnern, wir sind Sonntag früh hier zu den Strand gegangen, Seaside, meine Mutter und ich und mein Bruder bestellt. Wir sind an der katholischen Kirche vorbeigegangen, gefahren, war riesig. Und die eine Oma, die ging immer zur Kirche. Und ich habe meine Mutter gefragt, kann man in den Himmel gehen, ohne in die Kirche zu gehen? Und sie haben mir allerlei Antworten gegeben. Und ich habe nicht nachher gedacht, vielleicht ich habe sie irgendwie angegriffen, aber wir gingen nicht so zur Kirche. Es war wirklich eine aufrichtige Frage. Ja? Und Sünde ist nicht an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Kein Platz in unserem Leben. Glauben nicht an ihn. Und der Heilige Geist in der Sache, kannst du fragen, glaube ich an deinen Sohn? Glaube ich richtig, wie die Bibel das sagt? Es steht, wie viele denen, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und von Gerechtigkeit, Vers 8 und 10. Also er überführt die Welt von Sünde und von Gerechtigkeit, Vers Nummer 10. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Was hat man bei dem Herrn Jesus Christus gesehen? Vollkommene Gerechtigkeit. Alle Gebote Gottes gehalten. Jeder. Und weißt du, wir haben das so gehabt. In der Hans-Sachs-Straße manchmal so, wir nennen das Bibelkinder. Und wir betrachteten das vollkommene Bibelkind.
der Herr Jesus. Dann mit 12 geht man vorüber in was? In der Erziehung von dem Vater. Und wird das, was der Vater ist, im Judentum. Und der Herr Jesus mit 12 ging er in der Erziehung seines himmlischen Vaters. Da findet man nur in Lukas, in den Tempel. Und das ist das andere, das ist manchmal, wie lange kannst du ohne Gott leben? Nun, wir haben einmal gemerkt, weil höchstwahrscheinlich wirklich mein Bruder hat nicht gesagt oder manchmal, da war immer, wenn er nicht was wollte. Ja, und wir sind nach Philadelphia in den Zoo gefahren, es war weit über eine Stunde von Trenton. Und wir haben gemerkt, so, nach 45 Minuten, er war nicht dabei. Er war vielleicht 5 oder 6, wenn er so alt war. Aber wir gingen trotzdem zum Zoo. Ja, weißt du, was heute das? Ich weiß nicht, ob die probierten, irgendwie einen Nachbar anzurufen. Ja, das wäre mal Kindermissbrauch hoch 3. Hey, die haben mal was. Nicht gewusst, wo Gott war. Der Herr Jesus ist, der ist bei den Verwandten. Ja, Gott ist bei den Verwandten. Wir gehen mal den besuchen, wenn wir ihn brauchen. Nee, der war zu Hause. In den Tempel. In dem Hause Gottes war er. Was macht er als vollkommenes Bibelkind? Gerechtigkeit im Fleisch. Zu sündhaftigen Menschen war er untertan. Er ging wieder unter der Herrschaft von Josef und Maria. Er war Gott und Mensch gleich. Gerechtigkeit. Gott wird sagen, was richtig ist. Der Heilige Geist wird sein, ganz genau. Er überführt die Welt von Gerechtigkeit und zeigt uns gerecht. Und von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Teufel hat nur Macht über Menschen. So wie der alte Adam, so wie der alte Schweinehund. Was? Wie du ihn gibst. Beim Kreuz von dem Herrn Jesus Christus was? Hat der Herr Jesus alles besiegt mit der Auferstehung. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Das ist, was du hörst. Er bringt uns zum Glauben. Es gibt diesen Vers, ich weiß nicht, wie der Heilige Geist mich Sünde überführt, aber ich weiß es, wenn ich glaube. Ja? Ich weiß nicht, wie manche Menschen, die kämpfen damit, die sagen, und ich wusste, ich war schuldig. Aber ich weiß das, an den ich glaube. Und Vers Nummer 13, was macht der Tröster auch, damit wir Frieden in ihm haben können? Vers Nummer 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, so wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hört, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Wo leidet der Tröster? Weil er Geist der Wahrheit. Nun, hier ist das Interessante. Wovon redet der Tröster? Steht es noch dort drin? Er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hört, das wird er reden, was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er redet von dem Herrn Jesus. Und er verkündigt was? Ihn. Und wen wird er verherrlichen? Den Vater, den Himmel. Weißt du, wenn wir die Wahrheit erkennen, und erkennen, weißt du, was wir haben?
Frieden. Weil Lügen bringen was? Unzufriedenheit. Oh, ich glaubte, es soll alles gut gehen. Das ist nicht die Wahrheit. Ja, das ist in Amerika nach der Predigt, da machen immer so die beiden Baptisten nur mit jedem Kopf gebeugt und jeder Augen zu. Und dann fragt er was oder bittet die Leute nach vorne zu kommen. Und es ist nicht schlecht. Da gab es einen Prediger, hieß D.L. Moody, und er hat gesagt, wenn Gott mit euch spricht, komme nächste Woche und rede mit mir darüber. Und zwischendrin gab es das Chicago Feuer. Und Leute sind gestorben. Und er hat gedacht, ich habe Leute falsche Sicherheit gegeben. Ich muss nicht sagen, jetzt soll ihr zum Glauben kommen. Und das ist gut. Wisst ihr, aber es gab einen Prediger im Neuen Testament. Also er predigt dann, herrliches Predigt. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, wo ich das gelesen habe, war in Steiner High School. Das war mein Gideons Bibel. Ich habe alles markiert. Oh, das ist eine gute Predigt. Hat das ganze Alte Testament gepredigt und ihr seid schuldig dran. Und die Kreuzigung Christi. Wo er sagen wollte, jeder Kopf gebeugt war sein Kopf gebeugt. Wir haben ihn gesteinigt. Oh, es soll uns alles gut gehen. Ja, da war das gesteinigt worden. Ja, ich und Michi, wir haben am Freitag in der Prager Straße gepredigt. Niemand hat uns gesteinigt. Niemand hat jemand uns beschimpft, das kann ich mich gar nicht entsinnen. Ja? Hat uns jemand Dreckshunde oder irgendwas genannt? Ich hätte mal wahrscheinlich, der Mann damals hier in Senftenberger See, ich habe Neptun gespielt und alle beschimpft. Wie kannst du mal so schimpfen auf Deutsch als Amerikaner? Ich predige auf der Straße, ich benutze nur die Worte, die mit mir benutzen. Ja? Aber nee, nirgends was. Aber es kommt. Es wird. Und hey, wenn wir die Wahrheit kennen und erkennen, haben wir Frieden. Und weißt du, der Tröster wird uns auch zeigen, die Möglichkeiten des Betens. Sagt, bisher habt ihr nicht in meinen Namen gebeten. Und wir können Christi Namen beten. Nun, ich muss mal eins sagen. Gibt es diesen einen Vers, weißt du, ich habe mit Brother Brian Green gestern gesprochen, ein bisschen, und soll man nach St. Andrews gehen, weil ich gehe mal gerne nach St. Andrews und predigen, gleich dort an einem Platz, wo sie Patrick Hamilton mit 24 auf dem Scheiterhaufen verbrannt hat. Und Patrick Hamilton kam und hörte Martin Luther zu. Und fing an zu predigen dort in Schottland, die haben ihn getötet. Ja? Nun, wenn du das wirklich hörst und denkst manchmal, was Christen, Johns Vater ist mehrmals eingekerkert, kannst du mal beten, Gott, lass es mir so gut gehen. Sie Namen bitten um Gnade, alles zu ertragen. Im zweiten Jahr. Kannst du dankbar sein, dass es uns gut geht? Dass heute ist kein Werkstag? Ja? Das ist herrlich. Ich kann mich erinnern, als Kind, wo es kein Werkstag war in den Staaten. Jetzt nicht mehr. Aber das ist gut. Und wie viele denken an Gott, an den Tag, was er uns gegeben hat? Wir können auch bitten in Christi Namen und empfangen. Und das bringt uns Freude. Weißt du, schauen wir Vers Nummer 27. Dann haben wir die Krone des Friedens. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Der Vater im Himmel liebt uns. Und das ist die Krone der Freude. Ja? Und Friede. Nicht
weißt, hey, egal was geschieht, ich meine, ich kann mich noch entsinnen, ja, Daniel oder wohl was Dummes tun. Und ich bin wirklich auf den Knien und sage, gib mir dein Herz, mein Sohn. Dass er das tut. Warum? Weil ich ihn liebte. Hey, der Vater im Himmel ist viel besser als das. Oh, der ist viel herrlicher als das. Weil er uns liebt. Warum liebt er uns? Weil wir Christus lieben. Und weil wir Christus glauben. Und egal was auf uns kommt, egal was bald mit dem Herrn Jesus geschieht, schauen wir Vers 28. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Er geht gleich zum Vater. Er wird gekreuzigt werden. Er wird denn in den Himmel fahren. Egal was geschieht, der Vater liebt uns. Weißt du, das ist der Krone, der Friede. Weil da hat man Friede in allerlei. Egal was geschieht, mein Vater im Himmel liebt uns. Und die können alle aussperren, die können Mauern bauen. Ich habe mal so ein bisschen Spaß auf Arbeit gemacht. Ich und Natalie, wir bauen Mauern. Aus Kisten. Und irgendwie die ganzen Blöden, die kommen sowieso durch. Ja, wie bei allen Mauern. Also sagt, ja, der Trump, der musste mal von den Leuten aus der DDR lernen. Sagen, nee, das geht auch nicht, weil das ist was. Damit die Leute nicht rausgehen. Nicht damit die nicht reinkommen. Ja? Aber egal, was der Mensch macht, für Mauern, für Verboten, der Liebe des Vaters dringt durch. Und dringt durch alles. Und das gibt Frieden. Weißt du, der Heilige Geist überführt uns mit Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Wir glauben ihm. Und jetzt sind wir in Christus, der Friedensfürst. Der Friedensfürst. Er geht mit uns und spricht mit uns. Sagt uns, dass wir sind ganz sein. Offenbart sich uns und leitet uns in aller Wahrheit. In ihm haben wir Frieden. Bist du in ihm? Ja. Kann mich noch entsinnen, in der Gemeinde dort, die predigten. Darum ist jemand in Christus so eine neue Kreatur. Siehe alles, das Alte ist vergangen, sie ist alles neu geworden. Jeden September wurde ich neu werden. Meine Möglichkeiten erschöpfen in der Schule. Ich war nicht wie Sultan Kisch. Weißt du, dass er nur eins schreibt. Ich wollte eins schreiben, aber der Schweinehund, weißt du, was der alles mit den anderen Schweinehunden machte. Ja, das war ziemlich schlecht. Ja, ich konnte mal eins schreiben, aber das war mir wurscht. Aber am Anfang, ich wurde besser. Das neue Kreatur, das geht nicht. Das Problem war, darum ist jemand in Christus. Das in Christus ist, was fällt. Bist du in Christus? Er lädt ein, er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin was? Sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet was finden? Ruhe bei eurer Seele. Das ist er. Weißt du, wie Michi jetzt letzte Woche gepredigt hat? Wir sind Christus. Bleibe in ihm. Bleibe in ihm. Tue, was er sagt. Hey, in der Welt habt ihr keinen Frieden. Es wird keinen Frieden geben. Aber in ihm, das ist es. Man soll mal einfach tun, was er sagt. So wie man in ihm bleibt. Ja? Tut, was er sagt und lässt ihn arbeiten. Und ich sagte, hey, da kommen Probleme auf. Uns allen. Ja? Auf uns alle. Also, was willst du mal singen?
182 im Siegesrennen. 182 im Siegesrennen, genau. Ich kann mich noch erinnern, ich wusste nicht, was los war. Wir probierten Karten 2011 zu bekommen, in den Staaten zu gehen. Wir waren, ich denke, wir waren 8 Mann, ne? Alle sind gefahren, geflogen, und Christine. Und ich habe mal wirklich, weißt du, gibt es 8 Sitze für so und so viel, und das stimmte nirgendwo. Wie viele Stunden habe ich verbracht? Oh. Ja, ich habe mal fast Handtuch geworfen. Das gibt's nicht. Und dann einmal habe ich das, und dann habe ich rausgekriegt, den Preis, was ich hatte, ich habe mal nicht so viel auf der Kreditkarte, dass ich benutzen konnte. Muss ich meine Kreditkarte denn anrufen und sagen, gib mir bitte 2000 mehr. Sag, okay, das haben die getan. Das war kein Problem, ADAC hat es gegeben. Ne? Und Wo sind sie weg? ja! Oh, man, just nicht bekommen. Ja, das war letztes Mal, wo wir die Schwiegervater gesehen haben. Ja, muss man sagen, hey, am Ball zu bleiben, hat Wert. Das sind manche Sachen, die muss man richtig tun. Und dann du wirst es niemals im Leben bedauern. Ja, ich habe Friede gesagt, wenn deine Schwester noch lebt, wirst du sie sehen. Sie sagte, ja. Wir sind einen Tag 9 Stunden hingefahren, am nächsten Tag 9 Stunden zurückgefahren. Krankes Kind, obwohl er 30 ist. Ja, und kein Bedauern. Ja, kein Bedauern. Und das ist was Gutes. In ihr habt ihr Frieden. Die Welt, gibt keine. So bist du in ihm. Und wir das Lied singen. 182.